Juhu, ihr seid alle da zum TinCon-Finale des heutigen Tags. Das ist sehr, sehr schön. Und ich habe gerade schon so angeteasert und meinte, dass es gleich um eine ganz besondere Serie gehen wird. Das meine ich tatsächlich auch genauso. Diese Serie heißt Druck, ist von Funk. Da geht es thematisch um alle Themen, um die es geht in so einer Jugendserie. Also um Liebe, Sex, Outings, Mobbing. Wir kennen das Ding, aber die Art, wie es erzählt wird, ist tatsächlich anders, als wir es vielleicht kennen. Für die Serie wird nämlich so eine Art zweite Welt erschaffen. Bedeutet, einmal könnt ihr den ganzen Charakteren in der Serie auf Instagram folgen und seht dann auch wirklich, wie sie zum Beispiel Auszüge aus WhatsApp-Verläufen posten oder wie sie an Orten sind, die ihr dann wiederum in der Serie seht. Und außerdem ist es nicht so, dass die Folgen der Serie immer nur am Freitag kommen und ihr die ganze Folge schauen könnt, sondern wenn sich heute Abend zum Beispiel die Seriencharaktere auf ein Bier treffen und sich da streiten, dann könnt ihr das auch im selben Moment sehen auf YouTube. Also es ist wie in echt, nur dass es nicht ganz echt ist. Und wie das funktioniert, eine Serie in so einer besonderen Erzählform zu produzieren, das werden uns jetzt Lasse und Vari erzählen, die hinter dieser Serie stehen. Herzlich willkommen. Hi. Oh. Hi. Oh wow, wir sind total laut. Hi, wir freuen uns total hier zu sein. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Vari, ganz kurz zu mir. Ich bin Redakteurin beim ZDF, das kleine Fernsehspiel und für Funk und betreue als Redakteurin die Serie Druck, die wir euch gleich vorstellen. Genau, und ich habe die Oldschool-Bezeichnung Produzent. Ich bringe Leute zusammen, die dann schreiben, drehen, inszenieren, spielen. Und in diesem Fall heißt das Ganze Druck. Und die meisten von euch werden wissen, Druck hat eine norwegische Vorlage. Das Ding heißt Skam. Das fanden wir cool, das fandet ihr cool. Deswegen haben wir gesagt, es braucht eine deutsche Variante davon. Wer von euch kennt Druck? Einmal. Okay, ein paar. Da hinten sind noch zwei, die es nicht kennen. Perfekt. Deswegen haben wir für euch hier einen Link kreiert, extra für heute. Druck ist nämlich nicht, wie gerade schon angekündigt, nur auf YouTube, sondern überall auch sonst so. Und damit ihr nichts verpasst, auch heute während dieser 30-minütigen Session, meldet euch doch in unserem WhatsApp-Channel an. Heißer Tipp. Tipp. Macht's am besten jetzt. Und verpasst nichts, auch wie gesagt, heute. Genau, und für die paar, die Druck noch nicht kennen, haben wir ein paar Clips dabei. Wir würden mal starten mit ein paar Trailern. Als erstes den Trailer zu Staffel 1. Das ist übrigens ein exklusiver Trailer, den hat vorher noch niemand gesehen. Der ist nicht öffentlich verfügbar, nur für euch sozusagen. Und genau, in Staffel 1 geht es um die Geschichte von Hannah und Jonas. Und das Besondere an Staffel 1 ist, dass da die Mädchenklicke sich erst kennenlernt und so ein bisschen zueinander findet. Aber dann schaut euch da mal den Trailer an. Weil das WLAN hier nicht funktioniert, ist es über mein Handy, wenn es stockt. Nicht unsere Schuld. Hey, können wir dich kurz stören? Wir sind von der Welcome AG. Wir wollen die Willkommensklassen hier in der Schule besser integrieren. Voll cool. Pop it, perk it, just to start up. Pop it, pop it, pop 2 cups of purple, just to warm up. 2 cups, drink. I heard your bitch, she got that water. Splash, drip, drip. Woo. Falls du dich fragst, ob du zu viel Make-up drauf hast, ja, du siehst aus wie eine Schlampe. Believe me, yeah, big, cause I'm flexing Rarries. You can bet on me. Hey, 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 tater tot, fuck niggas on my radar watch. Falls du glaubst, dass du mit mir umgehen kannst wie mit den anderen Mädchen, dann hast du dich getäuscht. Du willst wissen, warum ich mich nicht gemeldet habe. Weil du mir egal bist. Hallo, 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 das ist der Dogger Mike. Wieder bisschen high, ich hab mein Drehzeug dabei. Du verstehst meine Zeit, du verstehst meinen Reim. Vielleicht sollte man als Moslem auch einfach nicht auf solche Partys gehen. Leonie hat uns nur diesen Job gegeben, weil sie uns scheiße findet. Sie findet nicht uns scheiße. Sie findet nur Hannah scheiße. Und ich weiß auch warum. Du warst die beste Freundin, die ich je hatte.
Und dass ich das kaputt gemacht habe, macht mich jeden Tag total fertig. Schwanger. Oh mein Gott. Bist du nicht? Ich komme mit zu jedem Stress und mach Party ohne Grund! Das war die erste Staffel. Ende letzten Jahres ist dann auch noch die zweite Staffel gestartet. Mia und Alex im Fokus, so ein bisschen die das Original kennen, in der Abwandlung. Wir haben daraus eine Dreiecksgeschichte gemacht, weil wir unsere Kiki lieben. Und hier auch noch ein kurzer Einblick, ist nur 1 Minute. Wehe, du erzählst irgendwem irgendwas. Überraschung. Alex hat mit mir Schluss gemacht. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we kennst mich doch gar nicht. Sag Sag mir, was ich machen soll, ich mach's. Dann sag ich dir, lass die Finger von Alex. Wenn Kiki das erfährt, sie dreht durch. And I don't wanna be somebody without your body close to me. And if it wasn't you, I wouldn't want anybody close to me. Because I'm an animal, like you. And I don't wanna be somebody without your body close to me, close to me. So, und um das nochmal komplett zu machen, Danke. gibt es jetzt noch den Trailer zu Staffel 3. Die Staffel 3, die läuft aktuell noch. Das ist Matthäus Staffel. Und das Besondere an der Staffel ist, dass es diesmal so ein bisschen mehr um die Jungs-Clique geht. Also um Jonas, Abdi, Carlos, Matteo und auch ein bisschen um seinen Mitbewohner Hans. Genau, dann als letztes nochmal. Hast du mal mit ihm geredet? Wo ist denn Jonas? Keine Ahnung. Und Matteo? Ich versuche ihn ein bisschen anzulenken, aber das funktioniert nur so semi. Also Matteo ist ja schon ganz süß. Ich glaube nicht, dass Matteo auf dich steht. Jonas ist mein bester Freund. Das war geöffnet, als Matteo mir sein Handy gegeben hat. Komm her. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass es so eskaliert. Und nur ganz kurz, weil ich es gerade vergessen habe, alle 3 Staffeln sind auf YouTube verfügbar, für die, die Druck noch nicht kennen. Und wir haben insgesamt, glaube ich, 142 Clips online, 48 Folgen. 20? 28. Genau, sorry, genau. Guckt auf jeden Fall mal rein, wenn ihr die Serie noch nicht kennt. Und dann kommt demnächst das Finale dann auch noch zu Staffel 3. Es bleibt spannend. Genau. Auch wenn wir Trailer lieben, war es das jetzt mit den Trailern. Es wurde ja schon einmal kurz hier in der Anmoderation umrissen, dass wir sagen dazu Realtime-Drama erzählen, also in Echtzeit sozusagen. Das heißt, die Zeit, die im Druckuniversum abläuft, die ist synchron zu unserer Zeit, wenn unsere Charaktere Montagmorgens auf dem Weg zur Schule sind und wir dabei sind, dann wird dieser Clip Montagmorgens genau um diese Uhrzeit veröffentlicht und dann gibt es eben Content auf allen möglichen Plattformen drumherum. Und wir haben euch etwas rausgesucht, an dem wir das jetzt einmal durchdeklinieren wollen, und zwar ist das eine der abrufstärksten Folgen, ein Clip daraus, das ist kurz vor Silvester, offensichtlich 2 Minuten davor. Und wir gucken jetzt nochmal in diesen Clip rein
weil es hier wirklich alle geguckt haben, vielleicht spule ich ein kleines bisschen vor. Vielleicht fragen wir einfach, sollen wir den Clip nochmal gucken? Oder ja? Nicken? Ja? Ja, okay, dann gut. gucken wir ihn nochmal. Der ist auch nicht so schlecht. Das ist einer von den besseren. Ah. Danke. Oh, okay. Speech. Yay. Also, das Jahr, das jetzt gleich hinter uns liegt, in dem Jahr haben wir uns kennengelernt. Und in dem neuen Jahr schreiben wir alle zusammen Abitur. Inshallah. Und dann trennen sich unsere Wege vielleicht schon wieder. Nein. Amira wird Bundeskanzlerin. Ihr wählt mich alle, ne? Sam studiert natürlich Modedesign. Kauft meine Klamotten. Kiki, du wirst Influencer. Hannah Arbeitslos. Hannah wird arbeitslos. Hartz IV und die Welt gehört dir, Bruder. Was ist mit dir? Und den Rest der Rede übernimmt die Crewchefin. Ich schon. Ja. Ja, also, ihr seid mir alle mega krass ans Herz gewachsen und ich weiß, dass ich mich auf jede einzelne von euch total verlassen kann. Amira, Hannah, Sam und Mia. Ihr alle seid irgendwie, ja, super special. Oh. Und ich hab euch lieb. Würde ich auch. Ey, wie spät ist es? Fuck. Okay, wir haben noch Pause. Okay, 30 Sekunden noch, Leute. Oh mein Gott. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Warte, ich brauche ein Bild. Guck mal, das macht voll die Fans. Vielleicht ich habe noch von Alex. Oh, geh mal kurz hin. Ah, das tut voll weh, Leute, das Hotel. Kiki. Kiki, was ist los? Oh mein Gott, Kiki. Alex! Was ist mit Alex? Alex hat mit mir Schluss gemacht. Was? Am Silvester um 0 Uhr? Warum? Er hat anscheinend eine andere. Was hat er gesagt? Eine Sprachnachricht geschickt. Was für ein ehrenloser Hund! Okay, du brauchst einen Schnaps. Komm. Scheiße. So. Und die Vari hat extra für euch was gebastelt. Genau. Und zwar gibt es ja neben unserer Primärplattform YouTube, also da, wo die ganzen Folgen laufen, gibt es ja auch noch viel mehr Druck. Also das Universum von Druck besteht auch noch aus ganz vielen Instagram-Kanälen von den verschiedenen Charakteren der Serie. Und, soll ich das einfach mal laufen lassen? Genau, lass mal laufen. Ich kommentiere das so ein bisschen. Wir starten mal bei Kiki. Wir sind ja jetzt in der Zeit von Silvester. Bei Kiki natürlich Sam verlinkt auf dem Foto. Da landen wir dann in Sams Kanal. Da sieht man schon Heidesee-Story. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave.
Und die Mädels fahren ja über Silvester nach Heidesee. Und wer Druck kennt, der kennt auch Carmen. Wenn nicht, lernt sie kennen. Es wurde Bleigießen gemacht. Natürlich gab es ein Feuerwerk. Dann Umfragen und solche Sachen bei Hannah. Wem gehört welcher Koffer? Der rosa, der große natürlich Kiki. Gegrillte Mandarine. Etwas richtig Neues. Warte. Oh mein Gott. Schneller, schneller. Das Mandarinenphänomen. Oh mein Gott! Geiler Scheiße! Und der nächste Morgen, der Morgen danach. Dann landen wir nochmal bei Hans. Hans ist ja der Mitbewohner von Mia, später jetzt von Matteo. Da rauschen wir mal so ein bisschen durch, das sind so die ganzen Weihnachtsgeschichten. Hans macht super gerne Umfragen hier, was er anziehen soll. Und wer Hans kennt, der weiß, dass Hans sich am Ende eh nicht dran hält, was gewonnen hat. Das ist nochmal Carlos Profil. Da landen wir dann bei Matteo, unserem Protagonisten der 3. Staffel. Die Florenzi Friday Posts, auch legendär von Matteo. Und Jonas Profil, das ist ganz lustig in der Folge, oder auch nicht lustig, da sieht Hannah eben dieses Foto, Jonas mit einer anderen und klickt dann auf ihr Profil, das aber leider privat ist, sie kann nicht sehen, wer das ist. Und das waren nur einige von den Posts, die da so, also was da so abging auf Instagram, da gab es noch viel, viel mehr. Und da kann man sozusagen unseren Charakteren eben auf Instagram auch folgen und dann eben durch den Tag die verschiedenen Charaktere begleiten. Und dann nutzen wir gerne WhatsApp. Wir haben so einen WhatsApp-Channel, in dem ihr hoffentlich alle drin seid. Darüber transportieren wir richtige Story-Elemente. Also wir hören jetzt gleich mal die Sprachnachricht, die der Alex, der am Kiki um 0 Uhr geschickt hat. Und wir nutzen es aber auch als Kommunikationsplattform zu den Fans, zu den Zuschauern, Zuschauerinnen und wir haben dabei auch so kleine Möglichkeiten eingebaut, dass man sich irgendwie Poster, Hintergründe, all sowas besorgen kann. Wir verschicken alles, Video, GIFs, was auch immer es so gibt. Auch hier rauschen wir einmal da durch, um euch einen kleinen Überblick zu geben über das, was es da gibt. Diese Chat-Protokolle, die sind gern genommen, um zwischen den Folgen noch weiter zu erzählen. Plattformunabhängig, Tinder geht natürlich auch. Hey, Alex hier. Ich hätte dich gerne persönlich erreicht. Naja, aber ich will trotzdem loswerden, was ich dir sagen wollte, damit du dein Jahr quasi richtig startest. Also, falls es dazu je ein Missverständnis gab, wir waren nie zusammen. Ich bin davon ausgegangen, dass es was Lockeres ist und außerdem gibt es da auch eine andere, die ich mag, was Ernstes. In diesem Sinne, ich denke, das ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns nicht mehr sehen erstmal. Und ich wünsche dir trotzdem noch ein frohes neues Jahr. So kann man finden, wie man will. Dann hat einer von euch eine Nachricht gekriegt? Ja. Was steht denn da drin? Staffel 4, genau. Wir haben gedacht, die TinCon ist der richtige Rahmen dafür. Genau, wir haben vorhin eine WhatsApp verschickt und alle, die WhatsApp abonniert haben, haben es schon mitbekommen und alle anderen erfahren es dann jetzt von uns. Und zwar wird es auf jeden Fall eine 4. Staffel geben. Wahrscheinlich ist der WhatsApp-Kanal schon voller Nachrichten. Schon verstopft. Wir könnten mal reingucken, aber das verstößt gegen sämtliche Datenschutzrichtlinien. Genau, und da steht aber noch was anderes drin. Da ist ein Link drin. Gibt es hier Schauspieler im Raum? Gibt es Leute, die gerne Schauspieler werden würden? Nein, okay, ich zeige es euch trotzdem. Ja, doch, 1, 2. 1, 2. Also ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, weil wir sind noch voll am Plan und wir brauchen noch Leute für unsere Crew. Und hier könnt ihr ein paar Fragen beantworten und ein Video von euch hochladen. Und wenn in diesem Bild noch eine Person fehlt, die ihr seid, dann schickt uns ein Video.
Und weil das immer eine riesige Hemmschwelle ist, so ein Video aufzunehmen, haben wir euch vor der ersten Staffel ein Bewerbungsvideo rausgesucht von meiner Lieblingsfigur Carlos. Der Louis spielt den. Und wir gucken uns jetzt mal wirklich, das ist das originale allererste Vorstellungsvideo von Louis. Viel Spaß. Grüße an Louis. Hi, ich bin Luis, ich bin 16 Jahre alt und gehe noch zur Schule. Ich habe 2 Jahre lang auf der Schauspielschule Task das Schauspieler ein bisschen erschnuppert, bis ich dann auf der weiterführenden Schule in der Theater AG weitermachen durfte. Ich spiele bei mir jetzt im Literaturkurs eine tragende Rolle und habe einfach direkt gemerkt, das ist total was für mich. Ich liebe es, Mimik einzusetzen oder den traurigen oder den halt komplett fröhlichen Jungen zu spielen. Ich kann mit meinen Haaren alles machen, um mich in andere Rollen zu versetzen. Ich habe da wirklich sehr viel Spaß dran, auch eine Brille aufzuziehen, wirklich alles. Hobbys habe ich auch. Ich spiele 3-mal die Woche Fußball und arbeite viel an Motoren, also ich repariere viele Motoren hier in der Nachbarschaft und leiste da so ein bisschen meinen Teil. Sonst spreche ich 4 Sprachen. Ich spreche Deutsch, Italienisch, Spanisch und Englisch. Meine Leistungskurse sind Biologie und Englisch, also von daher läuft es ganz gut, also Englisch. Und das bin ich im Groben. Ja. So, schöne Grüße von Luis. Drückt ihm mal alle die Daumen, dass er das Abi besteht. Er kämpft noch mit Bio. Genau, also wenn ihr Bock habt, dann schaut mal vorbei auf der Seite. Und wenn ihr keine Lust habt, dann ist es auch kein Problem. Dann freuen wir uns total, wenn ihr, egal wo, auf YouTube oder Instagram oder bei WhatsApp vorbeikommt und uns irgendwie Feedback dalasst. Das finden wir total wertvoll. Auch kritisches Feedback finden wir super gut. Wir lesen alles. Wir lesen alle Nachrichten, wir lesen alle Kommentare genau. Wir greifen alles auf, was ihr euch wünscht, was ihr uns sagt. Wir versuchen es umzusetzen. Nicht alles ist möglich, aber das ist, glaube ich, mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, dass noch während der ersten Staffel Impulse, die aus der Community kamen, eingeflossen sind. Und das geht so weiter und das haben wir uns für Staffel 4 auch vorgenommen. Genau, dass die Fans Druck mitgestalten. Genau. Und wir sind jetzt gleich nochmal in der Lounge, in der Funk-Lounge. Das heißt, wenn ihr jetzt schon irgendwelche Anregungen, Ideen habt, immer her damit. Wenn ihr Fragen habt, dann sprecht uns einfach an. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben für die große Runde. Haben wir? Also wenn ihr jetzt Fragen habt, dann könnt ihr auch jetzt uns löchern. Wenn ihr das Video von Luis haben wollt, dann schicke ich das gleich per Airdrop. In die WhatsApp-Gruppe. Genau. Ja. Oder so. Ach, es gibt so einen Würfel, ne? Ja. Hallo. Hi. Wir hören dich leider nicht. Erstmal wollte ich sagen, momentan seid ihr mit Abstand das beste Scum-Remake. Danke dafür. Danke. Danke für die Trans-Representation. Wir sind natürlich nur stellvertretend für ein riesengroßes Team hier auf der Bühne, das ist ja klar. Dann richtet das mal aus. Das machen wir. Ich wollte fragen, ob es einen konkreten Grund gibt, warum bei Druck der Name geändert wurde. Weil die meisten Remakes ja einfach Scum und dann das Land heißen. Ja, das stimmt. Wir wollten uns von Anfang an ein bisschen stärker absetzen. Also wir haben Julie getroffen, die Erfinderin des Originals. Wir haben mit ihr gesprochen und die Vereinbarung war, dass wir uns ein bisschen verändern müssen, wir hatten einen sehr, sehr offenen Casting-Prozess und wir haben gesagt, die Menschen, die wir finden, auf die stellen wir uns ein und deswegen gibt es, also die Leute, die alles im Vergleich geguckt haben, werden viele, viele Unterschiede auch in den Figurenzeichnungen feststellen. Und der Name war der erste Schritt. Und ich glaube, das ist ja auch vielen aufgefallen, gerade in der 3. Staffel, dass die Fans so ein bisschen lost sind, die eigentlich immer wussten, was als nächstes passiert und jetzt gerade echt überhaupt keine Ahnung haben, wie es weitergeht. Und darüber freuen wir uns. Richtig. Danke.
Noch Fragen? Ja, der Würfel wurde schon vergeben. Hallo? Hi. Hi. Also erst einmal, ich bin auch ein Riesenfan von der Serie Druck und ich verfolge das auch total gerne. Das sind jetzt eher Fragen so zum Inhaltlichen. Einmal wollte ich fragen, gibt es Chancen für ein Comeback von Jonas und Hannah? Weil man ja so in der letzten Zeit schon immer wieder so Annäherungen bemerkt und es ist halt so, weil sie ja meinten, dass... Ich glaube, du hast es dir schon selbst beantwortet. Also, Wir greifen alles mal auf. Genau. Also natürlich haben wir Hannah und Jonas im Hinterkopf. Die sind ja auch immer noch am Start. Wir lieben die beiden. Genau. Die beiden sind Aber was passiert, das können wir nicht sagen, wissen wir ja gar nicht. Ist ja noch nicht passiert. Vielleicht wird Kiki auch schwanger. Vielleicht aber auch nicht. Und dann wollte ich noch einmal fragen, ob es möglich wäre, dass es wieder mehr Toiletten-Sam-Szenen gibt. Weil den vermisse ich auch sehr und ja. Pass mal auf. Also Sieht ob man es das da noch? schon so Möglichkeiten gibt. Also Wir Neuigkeiten. schreiben das jetzt mit. Dankeschön. Ganz ruhig. Achso, hi. Ich kann tippen und zuhören. Ich wollte fragen, und zwar gibt es ja das Special bei Druck in der 3. Staffel, dass es nicht die Bipolar-Storyline gibt, sondern die Trans-Storyline. Und ich finde das unfassbar gut, aber ich sehe oft, dass einige Leute Druck dafür nicht diskriminieren, aber ein bisschen schlechter reden. Ja, wie ihr damit umgeht, dass es so ist und wie ihr darauf gekommen seid, dass es trans ist und nicht die Bipolar-Storyline. Das hat sich so, wir sind sehr, sehr viele Leute und wir lesen, wie gesagt, alle Kommentare und wir hatten das Gefühl, es sei an der Zeit und auch da wieder war es so, dass wir jemanden entdeckt haben, der so eine tolle Geschichte mitgebracht hat und so viele tolle Facetten hat und so ein vielseitiges Spiel mitbringt und wir haben gedacht, daraus müssen wir was machen. Jeder Kommentar, der irgendwie nicht voller Liebe ist, der trifft uns hart, gerade weil wir alles lesen. Mein Eindruck ist insgesamt trotzdem, dass es die richtige Entscheidung war, oder? Hi, ich wollte fragen, wie ist das bei den zusätzlichen Social Media Geschichten? Wie viel ist der Redaktionsplan? Was überlegt ihr euch vorher und was entsteht auch so währenddessen? Also wie viel Prozent ungefähr? Unterschiedlich, glaube ich. Ja. Ne? Also wir planen schon einige Sachen mit. Ja, also insgesamt ist auch beim Dreh, es gibt einen hohen Impro-Anteil. Natürlich, wenn man irgendwie eine Gruppe von 20 oder 30 verrückten Leuten loslässt mit ein paar Kameras, entsteht immer was du nicht geplant hast. Aber grundsätzlich ist es so, dass vieles schon mitgeschrieben wird, weil das würde, glaube ich, nicht so gut funktionieren, wenn die klassischen Drehbuchszenen zusammen wären mit den Genau, mit und den vor allem anderen auch Planungen. die Outfits und so, ne? Und vor allem die Locations, wo sie dann auch gerade sind. Aber trotzdem ist es uns wichtig, dass wir auch nochmal reagieren können, wenn irgendwie gerade was Aktuelles passiert, dass wir auch dazu dann eben auf Instagram oder so, dass die Charaktere dann auch da sich mit beschäftigen. Aber viel, viel härter bestraft als Änderungen gegenüber dem Original werden Anschlussfehler. Von daher müssen wir da mal sauber planen. Ja. Also euch fällt eigentlich immer alles auf. Wenn wir mal einen kleinen Fehler machen, dann kriegen wir das zu hören. Vielen Dank. Wir haben leider keine Zeit mehr für Fragen und ich musste ihr schon zum 2. Mal sagen, dass wir keine Zeit mehr für Ihre Frage haben. Aber wir du kommst gleich direkt Genau, zu wir uns. haben die Funk-Lounge, da könnt ihr euch gleich nochmal treffen und dann den Rest klären. Vielen Dank an euch. Danke Vielen Dank euch. an euch. Danke.